Vor, ich glaube, 6 oder 7 Jahren bin ich aus Frankreich wieder hergekommen. Ich war 6 Jahre in Frankreich und habe gemerkt, dass so diese Alltagsrassismuserfahrung, die ich in Frankreich nicht so stark gemacht habe, auch, aber nicht so stark, dass das mich so aggressiv macht, dass ich merke, das ist destruktiv, das tut mir nicht gut und irgendwie werde ich dann so autoaggressiv oder wütend. Und dass ich gedacht habe, es wäre so cool, diese Erfahrung und dieses Wissen und also mein eigenes Wissen auch zu verstärken, mehr zu lernen darüber, über diese Mechanismen und auch irgendwie die Kenntnisse, die man dann hat, zurückzugeben. Und dann in diesem Zuge habe ich so einen Elternworkshop entwickelt für Eltern von schwarzen Kindern. Und damit hat es angefangen. Und das hat total eingeschlagen. Also ich habe den einmal angeboten und dann hatte ich auf einmal in ganz Deutschland Angebote. Und darüber haben sich dann alle weiteren Sachen ergeben. Ich finde es spannend, weil ich bin jetzt auch schon seit vielen Jahren in der Community, also Community in Anführungsstrichen, unterwegs in Diskussionen über Rassismus und natürlich ist es wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Aber diese Schnittstelle, Kommunikation mit weißen Freunden und wie auch immer, ist immer schwierig so mit, okay, machen wir es, machst du es oder machst du es nicht und wie machst du es und meistens endet es oft in so sehr emotionalen Diskussionen. Und das war für mich jetzt so ein Augenöffner zu sehen, in strukturierten Workshops mit Begriffen zu arbeiten und mit einer gewissen Struktur zu sehen, dass es möglich ist, darüber zu sprechen und dass das sehr wichtig ist und dass da auch ein wirklicher Bedarf ist. Und wir müssen ja drüber sprechen. Also kein Problem geht davon weg, dass wir nicht drüber sprechen. Und ich meine, privat bin ich ja auch oft, fühle mich inkompetent oder bin halt emotional betroffener und so. Und, aber in geleiteten Workshops, in bestimmten Settings, wo die Leute auch sich damit auseinandersetzen wollen, zuallererst mal, ist das einfach auch super bereichernd und es führt ja kein Weg dran vorbei. Wir müssen als Gesellschaft darüber sprechen. Und Räume zu kreieren und Menschen auf so eine Reise mitzunehmen, ist für mich persönlich auch super erfüllend, wenn auch anstrengend, aber auch super bereichernd, einfach Menschen mitzunehmen und zu lernen, mit den Menschen darüber zu sprechen, einen Weg zu finden, darüber zu kommunizieren, ohne dass wir uns dann irgendwie gegenseitig die ganze Zeit die Schuldkeule um den Kopf hauen, ist schon, ja, ist toll. Also ich finde es gut, dass nicht so diese extremen zwei Positionen sind, die dann Recht haben wollen, sondern dass wir uns in einen Raum begeben, wo wir uns dessen bewusst werden, dass wir in der Gesellschaft alle sozialisiert werden, die von Rassismus geprägt ist und dass wir jetzt alle einfach sagen können, was wir fühlen und uns austauschen und voneinander lernen und dass niemand jetzt unbedingt Recht hat, sondern dass wir jetzt versuchen müssen, dieses Gespinst an Knoten und gesellschaftlichen Dingen, dass wir das auseinanderspinnen und dass es schwierig ist. Naja, und man lernt auch nicht, wie sehr Rassismus, was Rassismus mit einem selbst gemacht hat. Ne? Also man lernt irgendwie, es gab die bösen Nazis und den Holocaust und dann gab es das und das war ganz schlimm und dann gab es vielleicht irgendwann mal ein bisschen Kolonialzeit und das war auch ganz schlimm, das ist ganz lange weg und das hat nichts mehr mit uns zu tun. Und das ist fatal, also das ist absolut fatal. Und dann bedienen sich ja Schulbücher auch oft selbst noch rassistischer Sprache und rassistischen Bildern. Und dann haben wir eben dann Menschen vor uns sitzen, die erstmal verstehen müssen, dass sie selbst rassistisch sozialisiert worden sind. Und dann im nächsten Schritt verstehen müssen, irgendwie, ja, dass wir gemeinsam gucken wollen, wie wollen wir das jetzt dekonstruieren, wie wollen wir Handlungsoptionen entwickeln. Aber der größte Teil der Arbeit ist immer erstmal zu gucken, Rassismus gibt es heute noch und Rassismus hat ganz viel auch mit dir selber gemacht. Und schau mal zurück in deine Kindheit und schau mal, wie sehr und wie oft. Und das ist fatal, ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass irgendwie mein Deutschsein auch einfach größer sein kann. Also in meinen Begriff, mein Verständnis von Deutschsein passt ganz viel rein. Passt auch rein, dass mein Vater aus Tansania ist oder dass ich bin jetzt in Deutschland geboren, aber dass ich vielleicht auch nicht in Deutschland geboren bin, dass ich Teile meines Lebens woanders verbracht habe. Also dass das irgendwie flexibler wird
so wie so ein Luftballon, dass da viel reinpasst. Das wäre so mein Ding. Das ist jetzt kein konkreter Tipp, aber ja. Stimme ich voll zu, aber das gilt eben für jede Nationalität. Also das Brasilianisch sein, Englisch sein, Französisch sein, was auch immer, dass das genauso dafür gilt auch, dass das auch größer ist als immer diese Vorstellung von Phänotypen. Wir haben sind sogar dabei, auch Produkte zu entwickeln. Also ja, empowernde Produkte, Alltagsgegenstände, ein Schulranzen, eine Brotdose, eine Flasche, wo einfach jetzt schwarze Kinder drauf sind. Es geht um die Bilder, die man drucken kann, die dann präsent sind, weil unsere Umwelt ist voller weißer Helden, sage ich mal. Also einfach Vorbilder, irgendwelche auf den Werbeplakaten, in Filmen, in Geschichten. Und da ist es wichtig, einfach eine größere Vielfalt zu zeigen, dass eben die ganzen schwarzen Kinder und Kids of Color sich wiedersehen und nicht einfach nur die Ausnahme sind, die dann auch zwiespältig dargestellt wird vielleicht. Und also es ist auch echt irre, wie das wirkt. Also ich erinnere mich, dass eine der ersten Figuren, die du gemalt hast, einen schwarzen Jungen und Kimoni, also der kleine Sohn, sofort irgendwie sagte, so da bin ja ich. Und jetzt brauche ich noch einen, der einen rosa Anzug hat, damit ich in der Schule zeigen kann, dass Jungs auch rosa tragen dürfen. Und also wie die Macht des Bildes auch wirkt. Ne? Also das Wort ist eins, aber dann irgendwie, ich habe ein T-Shirt und das ist drauf und deswegen ist es auch legitimiert. Ja, meine Motivation für meine Skulpturen ist früh entstanden, dass es mir wichtig war, eben Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die in mir sind, die ich auch von Bekannten höre, Menschen, die sonst nicht zu Wort kommen. Ja, dass es eine dominante Kultur gibt, die einfach immer alles überdeckt und ja, einfach wichtig ist, herauszufinden, wer man auch ist, so. Eine Vielfalt darzustellen und nicht dieses einseitige Bild, was oft in den Medien ist, so zu bedienen oder zu akzeptieren. Es ist für mich immer wieder, zeigt sich das einfach, dass man immer wieder dann doch berührt ist davon und dass es auf so eine tiefe Ebene geht. Und ich habe, als ich mich damit befasst habe, gemerkt, dass Kunst und Kultur schon auch die Gesellschaft sehr prägt. Also subtil in der Schule und in den Medien wird vermittelt, auch europäische Kunst, abendländische Kunst. Man bezieht sich auf Griechenland und Rom, so in Europa, dass das so eine Basis ist, was jetzt für mich auch sehr fake ist auf eine Art, ne, wie dann so, okay, Griechenland, Rom, Griechenland ist jetzt verarmt und irgendwie sind so. Aber letzten Endes, dass das eben wichtig ist, dass es Museen gibt und Skulpturen, wo dann gesagt wird, das ist Kunst und das ist klassisch und das ist richtig. Ne? Das wird ja den Kindern irgendwie oder früher vielleicht oder in Schulen eingeimpft. Und mir ist klar geworden, dass es das gibt, aber dass es was gibt, was noch älter ist, was es schon immer gegeben hat. Und, ja. Und gleichzeitig ist ja auch so weiße Kunst oder Geschichte der weißen Kunst auch so sehr ausgrenzend. Also wer kommt zu den Ausstellungen, wer guckt sich das an und wer ist überhaupt, ja, wer ist gemeint, wer ist sichtbar, wer kann da irgendwie anknüpfen an Kunst. Und deine Kunst ist irgendwie, ja, ein Beispiel, wie viele andere jetzt in der Ausstellung Humbling of Modernity, sind ja auch mehrere Künstler, ja, wo es darum geht, unsere Perspektiven auch zu zeigen. Und auch, ja, auch Kinder können in Kunst irgendwie erleben und alte Menschen und arme Menschen und reiche Menschen und das nicht so elitär, es ist oft so elitär diskutiert. Das finde ich schön. Lass uns mehr reden. Ich will mehr reden. Ich habe jetzt nicht so dieses, klar können wir sagen, es gibt eine Utopie und ich wünsche mir, dass es gar keinen Rassismus mehr gibt und alle anderen Ismen auch nicht mehr. Aber ja, das ist noch ein langer Weg bis dahin und ich fände es schön, wenn wir mehr reden über dieses Thema, über diese Themen, dass es immer wieder Räume gibt, wo es Menschen gibt, die tatsächlich unsere Erfahrungen hören wollen, wo ich hingehen kann und über andere Erfahrungen lernen kann, wo wir miteinander sprechen können. Das fände ich schon richtig gut, wenn wir soweit kämen.